Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ich dieses wunderschön golden glänzende Gemälde mit Spachtelmasse gemalt habe. Und wenn euch solche Malprozesse interessieren, dann bleibt unbedingt dran. Die Leinwand, die ich dafür verwende, ist eine sogenannte 3D-Leinwand. Die hat eine Tiefe von 4 cm und hebt sich dadurch schön von der Wand ab. Das Maß ist hier 1,20 x 1 Meter. Und um dem ganzen Bild noch ein bisschen Struktur zu verleihen, habe ich hier meine Spachtelmasse. Und die trage ich mir hier mit diesem Kuchenglätter auf. Man kann auch einfach einen ganz normalen Malerspachtel verwenden. Ich wollte hier so ein Muster reinbringen, was so ein bisschen strahlenmäßig aussieht, weil das Bild wie die Sonne erscheinen soll. Es soll ja komplett golden gehalten werden und da wollte ich einfach diese Strahlen noch mal so ein bisschen darstellen. Und jetzt habe ich einfach die Spachtelmasse so hin und her auf der Leinwand bewegt, einfach wie ich da gerade Lust drauf hatte. Ich möchte meinen Fokus auf jeden Fall lieber in der Mitte haben und deswegen mache ich den unteren und oberen Bereich nicht so strukturiert. Die möchte ich dann lieber ein bisschen glätten und dann kann ich die Spachtelmasse, die ich da noch übrig habe, einfach wieder in der Mitte verteilen. Die ist ja noch nicht so schnell getrocknet, also ist das kein Problem, da noch ein bisschen hin und her zu arbeiten auf der Leinwand. Falls ihr merkt, dass die Spachtelmasse zu schnell antrocknet, könnt ihr sie auch einfach nochmal mit Wasser besprühen und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Das Bild muss jetzt einmal komplett durchtrocknen, meistens geht das innerhalb von 24 Stunden. Wenn die Spachtelmasse so dick aufgetragen ist, kann es auch mal länger dauern, da müsst ihr eben schauen, ob es wirklich schon durchgetrocknet ist. Ich möchte auf die Leinwand jetzt eine unterste Farbschicht auftragen, das ist so ein metallisches Gold. Mir ist es auch wichtig, dass es überall in diese kleinen Ritzen verteilt wird, also muss man da ein bisschen drauf achten, dass es wirklich gleichmäßig überall ist. Wir brauchen diese unterste Farbschicht, um später das Blattmetall anlegen zu können. Auf einer normalen Leinwandoberfläche haftet das nicht so gut, deswegen muss da unbedingt noch eine Schicht vorher drunter. Und ich habe außerdem dieses Gold ausgewählt, dass wenn später mal Lücken sein sollten oder so, dass es einfach nicht ganz so auffällt, wie wenn da jetzt eine weiße Fläche wäre. Bevor ich weiterarbeiten kann, muss die Farbe auch einmal komplett durchtrocknen. Ich habe hier meine Anlegemilch, die ist übrigens so eine Art Kleber, den ich benötige, um später das Blattmetall anlegen zu können.
und den verteile ich jetzt einmal gleichmäßig auf die strukturierte Fläche, bevor ich weiterarbeiten kann. Es ist besser, das so in Einzelschritten zu machen, weil es manchmal auch sehr lange dauert, bis man alles an Blattmetall aufgetragen hat und bis dahin klebt es dann nachher schon nicht mehr. Deswegen mache ich erstmal nur einen Teilbereich. Die ganzen Überschüsse wische ich einfach mit einem Küchentuch weg. Es sollte nämlich auch nicht zu dick aufgetragen sein. Es soll ja eigentlich nur eine dünne Schicht sein für den Kleber, der dann antrocknen muss. Der Kleber muss jetzt erstmal 25 Minuten antrocknen und dann hat er die richtige Klebkraft. Ich benutze hier ein goldenes Blattmetall, was ich bei Amazon gekauft habe. Der Link ist wie alles weitere auch in der Infobox, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Ich benutze ja meistens eigentlich das von Horus, was ich bei Bösner kaufe. Ich wollte jetzt aber unbedingt mal dieses von Amazon ausprobieren. Vom Look her bin ich einfach begeistert. Also es sieht wirklich sehr ähnlich aus zu dem, was ich sonst immer kenne. Ich kann es euch daher auf jeden Fall empfehlen. Ich lege jetzt die Blätter eins nach dem anderen erstmal auf die Klebfläche drauf, bevor ich sie andrücke oder mit den Händen einarbeite oder sonstiges damit mache. Einfach damit es schon mal ein bisschen anhaftet. Und jetzt fange ich an, die erstmal mit den Händen so ein bisschen einzudrücken. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass sie überall in diese kleinen Strukturritzen reinkommen. Und das klappt meistens mit den Händen etwas besser, als wenn ich das nur mit dem Pinsel mache, weil ich dadurch auch weniger Materialverschwendung habe. Und danach gehe ich nochmal mit meinem Rundpinsel drüber und streiche das so ein bisschen aus. Ich bürste auch diese ganzen überschüssigen Partikel dann mit diesem Pinsel weg, weil da, wo die Übergänge entstehen zwischen den Blättern, da ist natürlich auch immer ein bisschen Überschuss und das sieht nicht so schön aus, wenn der oben drauf bleibt. Deswegen muss das natürlich runter. Und ganz am Ende gehe ich auch nochmal mit meinem Staubsauger drüber. Ich habe hier einen Bürstenaufsatz, also keine Sorge, das zerkratzt das Bild nicht oder so. Und da kann ich ganz einfach die restlichen Partikel, die hier so umeinander flattern, einfach aufsaugen. Als nächstes bemale ich die Seiten, weil da möchte ich ja später auch mein Blattmetall drauf haben. Das Ganze muss natürlich auch erstmal trocknen, bevor ich dann da anfange, das Blattmetall aufzutragen. Ich bearbeite jetzt die ebenen Flächen auch mit dieser Anlegemilch, mit dem Kleber. Der muss auch wieder etwa 25 Minuten antrocknen. Das ist im Prinzip genau derselbe Vorgang wie vorhin.
Hier bürste ich auch nochmal komplett über das Bild mit meinem Rundpinsel, um die überschüssigen Partikel abzulösen. Besonders an den Seiten sammelt sich da immer sehr viel, was überhängt. Und das soll natürlich alles schön glatt und smooth aussehen am Ende. Deswegen muss das alles erstmal runter und dann wieder mit dem Staubsauger abgesaugt werden. Hier muss auf jeden Fall jetzt erstmal gut gesaugt werden, weil überall sind diese kleinen Partikel. Aber sobald das weg ist, ist das Gemälde auch fertig. Ihr könnt natürlich auch noch einen Überzugslack drauf machen, das bleibt ganz euch überlassen. Aber das ist erstmal mein Bild Abundance. Das sieht aus wie die strahlende Sonne. Ich finde das total schön und elegant. Das sieht auch total luxuriös aus. Und ich finde, das macht sich richtig gut so als Hingucker im Raum. Es ist auf jeden Fall ein Gemälde, was auch für Anfänger geeignet ist, woran man sich ein bisschen ausprobieren kann. Was ich auch total cool finde, ist, dass es wie so eine Kroko-Struktur hat, so wie Krokodilsleder. Das ist durch diese einzelnen Blätter entstanden. Und ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann!